Die letzten 3 Kilometer so gefahren. Ob wir das schaffen oder ob uns der Wind einen Strich durch die Rechnung macht. Ich sagte, so war der Plan, so ein bisschen gemütlich segeln, ein bisschen Sonne, Delfine. Weil der Wind vermeintlich gut war. Also das toppt ja fast noch Flo mit seinen 100 Liter Diesel. Ja, ne? Ja. Jetzt bin ich aber auch alle die letzten 3 Kilometer so gefahren. Und die Spanier haben sich totgelacht. Und was ist das? Holz. Für was? Ach so. Ja, wir kommen ja jetzt ins Mittelmeer. Im Mittelmeer heißt es mit dem Heck voraus an die Pier. Und wir haben noch keine Gangway. Wir hätten lieber eine richtige Gangway, aber da haben wir weder die Befestigung noch den Platz dafür. Und das finde ich auch ein bisschen vielseitiger, weil das kann man auch mal, wenn man eine rostige Spundwand hat, kann man das auch noch mal außerhalb der Fender hinhängen. Oder wenn man blöd auf einer Ecke drauf liegt bei Wind oder Sturm, dann finde ich das auch eine ganz gute Lösung. Wir verlassen Gibraltar, waren jetzt 3 Tage hier oder so, weiß ich gar nicht. Ja, ist anders. Christoph war vorgestern ja auf dem Berg. Ich war da nicht bei, weil ich habe Höhenangst. Für mich ist das nichts. Wir versuchen heute Motril zu erreichen. Motril ist quasi der Strand von Grenada. Und dann wollen wir vielleicht in die Alhambra. Das müssen wir aber sehen, ob wir das schaffen. Also heute nicht, wir würden morgen ankommen. Oder ob uns der Wind einen Strich durch die Rechnung macht. Im Moment ist der Wind indifferent. Der wird ganz viel vom Berg abgehalten. Jetzt schauen wir mal, wo es sich einpegelt. Müssen wir mal gucken. Also wir mussten jetzt den Motor anmachen, weil wir komplett abgeschirmt waren. Jetzt schauen wir mal. Wir sind gerade so, 2 Meilen westlich vor Gibraltar und sollten eigentlich über 20 Knoten Wind haben und achterlich, aber stattdessen haben wir 4,3 Knoten und hoch am Wind. Das reicht ohnehin nicht. Ich nehme an, dass der Wind gleich wieder dreht, weil wir eben hier noch in der Abdeckung von dem Berg sind. Und ja. Wir fahren jetzt hier gerade noch durchs Ankerfeld durch. Das AIS ist natürlich voll mit Schiffen. Ich finde das faszinierend. Hier liegen ganz viele Frachter auf Rede. Und als ich auf dem Berg war, vorgestern, von ganz oben runter von O'Hara's Battery, habe ich 50 Schiffe in der Straße von Gibraltar gezählt. Also drauf zu und was man so sah. Also nicht die auf Rede lagen, sondern nur die in Fahrt waren. Das ist echt unglaublich, was hier los ist. Motril sind es 99 Meilen. Wir rechnen damit, morgen früh irgendwann anzukommen. Und vorausgesagt war ein halber bis achterlicher Wind, zumindest bis kurz vor Motril. So um die 15 Knoten plus minus. So,
aber wird vor Motril auf jeden Fall verschwinden. Die Frage ist jetzt, wann er verschwindet. Das muss man machen. Der halbe Tag ist mittlerweile vergangen. Guck gerade, der Felsen von Gibraltar ist so gerade noch am Horizont auszumachen. Wir sind jetzt 40 Meilen gelaufen. Es ist früher Abend. Wir haben relativ durchgehend immer so 15 Knoten Wind und ziemlich achterlich. Und wir hatten vor einer ganzen Weile die Genua ausgebaumt, also eigentlich am Vormittag noch. Und jetzt hat der Wind aber leicht auf halb gedreht. Jetzt habe ich das Groß mit rausgenommen. So richtig will aber die Genua trotzdem nicht stehen bleiben. Aber immerhin, also ich bin ein bisschen schneller als vorher. Wir fahren durchgehend jetzt über 6 Knoten. Und das ist schon deutlich besser als vorher. Wir haben jetzt Marbella quer ab. Welle ist sehr erträglich und was mich sehr verblüfft, also es gibt wenig Segler, die unterwegs sind. Wir haben heute Morgen 5 Segler gesehen und sind aber jetzt alleine. Wir sehen keine Segler mehr, wir sind vielleicht so 20 Meilen vor der Küste draußen. Und ja, also entweder die waren alle schneller oder sie sind schon unter Land gegangen. Wir erwarten, dass wir noch Wind haben bis ca. 2 Uhr nachts. Und von dort aus bis Motril ist es dann auch nicht mehr weit. Also das bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir da ganz gut vorankommen. Noch dazu, weil wir jetzt schneller sind als kalkuliert. Wobei wir waren heute Morgen langsamer als kalkuliert. Also wollen wir mal sehen, wie es dann ausgeht. Der Plan, so ein bisschen gemütlich segeln, ein bisschen Sonne, Delfine, keine Welle, so war es gedacht. Oh. Ziel erreicht. Hinter mir ist die ausgebaumte Genua zu sehen. Ich erwähne das deswegen, weil ich habe das früher immer falsch gemacht. Von oben an das Baumende kommt der Topnand und von unten nach unten links und rechts gehen grün-weiße Leinen weg. Das sind die Niederhalter. Und damit ist der Baum durch 3 Punkte praktisch in der Lage fixiert. Und am Ende des Baums ist eine Rolle und durch die Rolle läuft die Fockschot. Das ist die weiße Leine. Und damit lässt sich dann die Fock auch richtig ausbaumen. Und das ist eine tolle Sache. Trotzdem, dadurch, dass eine Rolle da ist, wo die Schot durchläuft, kann man die Genua trotzdem wegrollen. Und das ist natürlich eine feine Sache. Das heißt, man hat dann auch kein Problem, wenn nachts dann zu wenig Wind sein sollte oder Böen kommen, dann kann man es wegrollen. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, ist, wenn der Wind dann komplett dreht. Dann muss man tatsächlich aufs Vorschiff und den Baum auch auflösen. Ne?
Wir sind gestern von Gibraltar losgefahren über Nacht und wollten, ursprünglich wollten wir tatsächlich Motril erreichen, haben dann zwischendrin, weil der Wind vermeintlich gut war, erstmal versucht Almerimar anzulaufen, dann aber festgestellt, geht doch nicht und sind dann bei Motril in der Ankerbucht gelandet. Und das ist unsere erste Ankerbucht, die ziemlich eng ist und komplett felsig ist. Und das ist schon, wenn man dem Anker noch nicht so hundertprozentig vertraut, wobei er gibt allen Grund dazu. Hat immer alles super funktioniert, aber trotzdem dann nur noch so 20, 30 Meter hier Richtung zum Felsen hat und schlafen möchte, ist das schon eine etwas mulmige Erfahrung. Wir hatten jetzt hier ziemlich viel Schwell, wir lichten den Anker, es regnet immer noch und fahren jetzt doch nach Motril, um dort dann mal abzuwarten und fahren dann wahrscheinlich in 2, 3 Tagen weiter. Wir fahren in 2, 3 Tagen nicht weiter. Also wir fahren jetzt nach Motril und gucken, wie es weitergehen kann, weil der Wind ist dann erstmal gegen an. Also müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Ist jetzt, also das scheint hier bei der Einflugschneise nach Gibraltar ist das wohl öfters so, dass der Wind eher gegen an ist und das müssen wir jetzt mal schauen. Also jetzt müssen wir erstmal von dem Geschaukel hier weg. Das war eine unruhige Nacht. Ist halt doch nicht so ist nicht well protected hier. Und es regnet. Fertig. Wir sind also in dieser Folge von Gibraltar Richtung Motril gefahren. Dort sind wir nicht ganz angekommen, sondern wie ihr gesehen habt, in einer Felsenbucht, morgens komplett übermüdet im Regen gestrandet. Und das war schon eine sehr spezielle Erfahrung, das erste Mal so in so engen Felswänden zu ankern. Das nächste Mal würde ich ein Reitgewicht hängen, um den Schwollkreis zu verkleinern. Aber es ist insgesamt sehr gut gegangen. Wir haben ja Vertrauen in den Anker gefasst. So, es geht das nächste Mal anders weiter als erwartet. Guck dir das gerne an. Bis dorthin haben wir aber noch mal eine Frage. Und zwar, es kann sein, dass wir demnächst noch mal für eine kurze Zeit unterbrechen müssen. Und wir haben jetzt Hauptsaison das Boot noch mal auf der Höhe der Balearen am spanischen Festland in der Marina legen zu müssen. Und wenn ihr dort einen Hinweis für eine günstige Marina habt, die einen Flughafen in der Nähe hat oder ein Flughafen erreichbar ist, dann schreibt uns bitte das gerne in die Kommentare. Den Aufruf hatten wir auch das letzte Mal schon mal gemacht. Wir hatten Valencia Mar schon empfohlen bekommen. Das ist ein guter Hinweis. Bitte nochmal, wenn ihr mehr habt, dann nochmal was rein in die Kommentare. Ihr erreicht uns natürlich wie immer auf Facebook und Instagram. Share, Like und Comment. Mach hier auf der Plattform die Glocke an, dann wirst du informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Abonniere bitte, Share, Like und Comment und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.